hatte keine Lust mehr auf das Leben, weil ich konnte das Leben nicht genießen. Die Akzeptanz hat mich gerettet. Es ist das erste Tor zur Freiheit. Die Akzeptanz gibt dir die Macht, deine Perspektive zu ändern. Hallo meine Lieben, heute haben wir wieder mal Sonntag. Ich weiß, sehr viele von euch haben Mühe mit den Sonntagen. Hatte ich früher auch, über eine sehr lange Zeit. Aber so haben wir uns das hier eingerichtet und so sollten wir es auch akzeptieren. Ne? Und das Akzeptieren oder die Akzeptanz ist genau das, worüber ich heute sprechen möchte. Denn es ist der erste Schritt, es ist das erste Tor zur Freiheit. Und ich meine Freiheit allgemein, nicht nur frei von den Panikattacken oder den Angstzuständen oder von den Depressionen, denn wie ich schon im letzten Video erwähnt habe, sind meiner Meinung nach all diese Emotionen oder diese Zustände schon ein Endresultat. Und genau darum möchte ich über Akzeptanz sprechen, denn die Akzeptanz ist wirklich die Erlösung. Die Akzeptanz ist die Vergebung. Die Akzeptanz macht wirklich das Konto auf Null. Und dank Akzeptanz nimmst du all das, was dir passiert, eigentlich hast du das alles geschaffen, was dir passiert und erschaffen. Das nennt sich Verantwortung übernehmen. Und genau durch diese Akzeptanz nimmst du in Besitz, was du gerade fühlst. Die Akzeptanz ist sehr wichtig im Alltag. Nicht nur wenn es schon brennt. Das sind nicht die Hausaufgaben, die man am letzten Tag vor dem ersten Schultag macht. Nach dem Wochenende am Sonntag. Die Akzeptanz sollte wirklich im Alltag eingebaut sein, denn sie ist der Schlüssel zur Entspannung. Und wie gesagt, zum in Besitz nehmen von deinen Gefühlen. Denn ich habe etwas sehr Schönes gehört letzte Woche. Und zwar, wir sind nicht Opfer von den Umständen, die uns passieren. Wir sind Opfer von unserer Perspektive, die wir auf die Umstände haben. Oder von der Perspektive, mit der wir die Umstände betrachten. Du kannst deine Situation, deine Gefühle nicht verarbeiten. Ich weiß, verarbeitet tönt sehr, als müsstest du da ständig was machen, jeden Tag. Aber das ist vielleicht am Anfang so, wenn du sehr starke Emotionen hast oder wenn du sehr sensibel bist, so wie ich. Ich bin sehr, sehr sensibel und sehr viele Sachen berühren mich, bei denen die anderen vielleicht mit Hand wischen würden und sagen würden, was ist los mit dir? Sehr viele Sachen berühren mich. Und die Akzeptanz gibt dir die Macht,
deine Perspektive zu ändern. Weil sehr oft kannst du die Umstände, die dir gerade passieren, nicht gleich sofort ändern. Was du aber immer ändern kannst, ist deine Perspektive, deine Position und deine Beziehung zu dem, was dir gerade passiert. Und du musst dir vorstellen, da passiert irgendetwas und in dir kommen die Gefühle hoch, das sind die Gefühle, das bist du, und deine Nicht-Akzeptanz, also deine Resistenz ist genau das. Du erschaffst sehr viel Gegendruck und du versuchst gegen etwas zu schwimmen, das schon da ist. Das ist doch sehr schwer. Natürlich sollten wir, ich meine das nicht im Sinne, du sollst ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, Phlegmatiker, dass du bei allem, was passiert, egal sagst. Aber wenn du dieses Video schaust, sehr wahrscheinlich bist du aus irgendeinem Grund hier und die Akzeptanz lässt aus diesem Stein, der durch dich raus will, etwas zu sein, das mit dir, und wie nenne ich das jetzt? Etwas, das mit dir eins wird, damit sich das transformieren kann und zu deiner Erfahrung werden kann. Sehr oft wollen wir nicht akzeptieren, was uns passiert oder was wir fühlen. Es ist ständige Resistenz zu unserer Umgebung, die aber nur noch mehr solche Situationen anzieht. Du bist dann wie ein Magnet. Und du läufst herum und das ist mir passiert, das ist mir passiert. Deine Akzeptanz lässt dich aus einer Sache eine Lektion zu machen. Und das ist das, wofür wir hier sind, auf dieser Planet. Es tut mir leid, dass ich so langsam rede, aber ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Videos sehr viel Fehler gemacht habe in Deutsch. Und daran muss ich arbeiten. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ähm, Ich kam als Teenager hier, aber das sollte keine Ausrede sein. Darum versuche ich heute ein bisschen langsamer zu sprechen und dafür richtig. Genau, ich gebe euch ein Beispiel von meinem Leben. 2023, vor Sommer 2023, war ich in einem Peak, wirklich an der Spitze ähm, meiner Panikattacken und der endlosen Stress, den ich gefühlt habe. Das waren genau die Sonntage, die ich nicht gemocht habe, und allgemein jeder Tag war ein Kampf und ich war ständig gestresst. Ich bin dann wirklich zusammengebrochen in meiner Arbeit. Bis dahin wusste keiner in meiner Arbeit, dass ich unter solchen Panikattacken leide. Es hat nie jemand gemerkt. Ich konnte alles verstecken, reindrücken oder überspielen. Aber letzter Sommer war wirklich der Peak und ich bin zusammengebrochen. Und 2 Wochen vielleicht oder 3 Wochen nach meinem Zusammenbruch, wenn ich das richtig im Kopf habe,
war ich am Computer. Ich arbeite in einem Büro. Ich war am Computer und dann bekam ich plötzlich Augenschmerzen. Und ich dachte, das ist vom Computer. Und es wurde sehr stark. Bin ich ein Medikament. Ich habe ein Medikament geholt bei meinem Arbeitgeber. Es ging weg, vergessen, nächsten Tag nochmal. Kopfschmerzen, zuerst hier, dann hier, die ganze linke Seite. Und es ging vielleicht 2 Wochen, bis ich nicht mehr arbeiten konnte. Und Leute, das waren Schmerzen, wo die Medikamente dann nicht mehr geholfen haben. Und es war wirklich ein Kampf. Innerlich war ich so. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ich hatte keine Lust mehr auf das Leben, weil ich konnte das Leben nicht genießen. Ich war in meiner Arbeit und ich musste am Boden liegen und ich konnte nichts machen. Ich wollte raus mit meinen Freunden und ich konnte mich nicht konzentrieren auf das, was passiert, weil da der ständig enorme Druck war und ich musste ständig schauen, dass ich die Medikamente bei mir habe, die Schmerztabletten. Und irgendwann haben auch diese nicht geholfen. Dann habe ich Tablette bei meinem, also auf Rezept bekommen. Ich war und ich hatte eine Untersuchung, nichts gefunden, habe ich Tabletten bekommen, die auf Rezept sind, sehr, sehr starke Tabletten und irgendwann haben auch diese nicht mehr geholfen. Dann ging ich zu allen möglichen Therapeuten, Osteopathie, Physiotherapie, Shiatsu, alles, was du dir vorstellen kannst. Und es ging nicht weg. Und der Druck, die Resistenz in mir war mittlerweile so stark, dass ich wirklich dachte an manchen Momenten, es macht da irgendwann bald Klick. Und ich wusste nicht, was mit mir dann passiert. Ich konnte das nicht mehr ertragen. Aber ich habe ständig dagegen gekämpft. Die ganze Zeit dagegen gekämpft. Ich wollte das einfach nicht akzeptieren. Und dann habe ich 2 Wochen freigenommen in meiner Arbeit. Ich bin nach Slowakei gegangen. Ich komme aus der Slowakei. Und dann hatte ich mehrere Gespräche mit verschiedenen Leuten und ich hatte ein Gespräch, wo ich auf die Akzeptanz aufmerksam wurde. Und jetzt will ich euch damit sagen, wie stark die Akzeptanz ist, welche Kraft die Akzeptanz hat. Mir wurden ein paar Sachen erklärt aus der spiritueller Sicht. Ich werde vielleicht auch mehr in die Spiritualität gehen in diesen Videos in der Zukunft, aber ich möchte mich wirklich zuerst diesen Sachen widmen. Eigentlich kann man die Spiritualität und unseren inneren Zustand nicht trennen. Wir tun aber so im Moment. Es ist aber alles das Gleiche. Es gibt zu viele Schubladen, was die Spiritualität angeht und ich möchte nicht in einer dieser Schubladen gehören. Ich möchte in keine Schubladen gehören. Und der berühmte Glas ist da. Auf diesen haben sehr viele Leute reagiert im letzten Video. Mir wurden mehrere Sachen erklärt und die Akzeptanz hat alles geändert. Meine Beziehung zu diesen Schmerzen hat sich geändert. Aus ich will das nicht mehr erleben, ich möchte am liebsten tak, 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 war auf einmal, hallo Kopfschmerzen, was wollt ihr mir sagen? Ich bin da, ich bin offen für euch. Ich höre euch jetzt zu.
Und es ging 2 Wochen. Leute, ich hatte über 3 Monate oder 2 Monaten Kopfschmerzen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Und 2 Wochen, nachdem ich meine Beziehung, meine Perspektive geändert habe und die Akzeptanz ins Spiel kam, waren die Kopfschmerzen weg. Die Kopfschmerzen, gegen den die meisten ähm, sagen wir Medikamente und verschiedenen Techniken nicht geholfen haben, nicht die Physiotherapie, nicht die Osteopathie, nicht das Shiatsu und so weiter. Jetzt will ich nicht sagen, dass diese nicht helfen. Für den Moment, an dem ich dort war, war es sehr angenehm, ich konnte mich entspannen und die Schmerzen gingen weg. Aber es wirkte halt wie eine Schmerztablette, es hat den Symptom bekämpft, aber nicht die Ursache. Und die Akzeptanz hat Kraft, die weit über hinaus das geht, was die anderen Sachen können, die Symptome bekämpfen. Die Akzeptanz hat mich gerettet. Und ich kann sagen, mein Leben gerettet. Und alles passierte hier und hier. Es hat nichts von da draußen gebracht oder gebraucht, um diesen Zustand zu ändern. Nicht so viel Kraft haben wir in uns. So viel Kraft, so viel Energie haben wir in uns. Wir sind sehr, sehr mächtig. Sehr, sehr mächtig. Aber wir suchen unsere Kraft, unseres Glück, unseres Vergnügen, unsere Medizin da draußen. Nichts gegen Medizin. Medizin ist sehr wichtig heutzutage bei vielen Sachen. Aber es gibt Sachen, die brauchen eine innere Medizin und ein bisschen Selbstliebe und Akzeptanz. Also versucht ab heute einfach mal eure Gefühle, die Situationen, eure Umgebung, die Leute zu akzeptieren. Versucht einfach nicht sofort zu reagieren auf das, was um euch herum passiert. Es braucht Zeit. Ich bin kein Buddha. Ich bin Work in Progress. Ich bin nicht anders als ihr. Überhaupt nicht. Ich lerne selber immer noch. Jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue. Aber es geht. Und das, was ich gelernt habe und das, was ich besitze, was ich umarmt habe, was ich in mein Leben eingebaut habe, möchte ich euch weitergeben. Und ich hoffe, es findet jemanden, der es wirklich brauchen kann. Ich wünsche mir das wirklich vom Herzen. Für dich. Akzeptier, was um dich herum passiert. Geh in dich hinein und frag dich selber, was genau ändert meine Resistenz zu dieser Sache? Egal welche Situation dir geschieht. Unser Gehirn oder unseres Ego meint, sich zu schützen durch die Kontrolle. Aber die Kontrolle ist ein Krampf.
Und dieser Krampf ist in einer ständigen Spannung. Was du brauchst, wenn unangenehme Gefühle hochkommen oder unangenehme Situationen oder Leute, ist die Entspannung, nicht die Spannung. Entspann dich. Es braucht nicht viel mehr. Entspann dich. Es entspannt dein Nervensystem. Das Nervensystem ist so, so wichtig. Ich werde über das Nervensystem in einem anderen Video reden, aber das Nervensystem ist sehr, sehr wichtig. Und wenn deine Resistenz heilt, kommt die Entspannung. Und durch die Entspannung entspannt sich dein Nervensystem. Und was heißt ein entspanntes Nervensystem? Stressresistenz. Resistenz. Ein Paradox. Aber dieses Universum und dieses Leben ist aufgebaut aus Paradoxen. Sei wie Wasser, mein Freund, hieß es. Das ist die Akzeptanz. Dein Konto auf Null. Du dynamisch, beweglich, frei, frei. Deine Resistenz zu den Sachen, die dir geschehen, halte dich in den Ketten. Dein Unterbewusstsein meint etwas kontrollieren zu können, aber das sind deine Ketten. Ich glaube, das reicht für heute. Ich war heute nicht so energetisch, es tut mir leid. Es ist sehr spät. Es ist natürlich nicht Sonntag, der Tag, an dem ich dieses Video drehe. Für euch ist es heute Sonntag. Ähm, Ich hatte heute sehr viel zu tun und ich bin sehr müde. Darum tut es mir leid, dass ich heute nicht so energetisch war und nicht so. Aber ich liebe das zu machen, was ich jetzt gerade mache und ich liebe euch. Jeden, der auf dieses Kanal kommt und jeder, der sich dieses Video anschaut und dem ich helfen kann. Ich mag euch jetzt schon und ich wünsche mir nichts anderes, als euch zu helfen. Vom Herzen. Ich glaube, wenn wir mehr sein werden am Schluss oder später, dann werden wir mehr zusammen interagieren und ich möchte auf eure einzelne oder individuelle Probleme eingehen. Werden wir besprechen auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag oder egal welchen Tag, an dem du dieses Video schaust. Ich liebe euch und macht's gut.